Nyalarthotep von H.P. Lovecraft. Nyalarthotep, das kriechende Chaos. Ich bin der Letzte. Ich spreche zur lauschenden Leere. Ich erinnere mich nicht genau, wann es begann, doch es geschah vor mehreren Monaten. Die allgemeine Anspannung war entsetzlich. Zu dem allgegenwärtigen politischen und sozialen Unruhen gesellte sich eine eigenartige und trübsinnige Furcht vor einer schrecklichen Gefahr für Leib und Leben. Einer weit verbreiteten und allumfassenden Gefahr. Eine Gefahr, wie man sie sich wohl nur in den furchtbarsten Phantasmen der Nacht vorstellen kann. Ich weiß noch, dass die Menschen mit blassen und sorgenvollen Gesichtern umherliefen und Warnungen und Prophezeiungen flüsterten, die niemand bewusst zu wiederholen wagte oder sich eingestehen wollte, gehört zu haben. Ein Gefühl ungeheurer Schuld lastete auf dem Land, und aus den Abgründen zwischen den Sternen fegten eiskalte Winde, die Menschen an einsamen und dunklen Orten frösteln ließen. Der Lauf der Jahreszeiten hatte sich auf dämonische Weise verändert. Die Hitze des Herbstes verweilte auf furchterregende Weise, und jedermann spürte, dass die Welt, vielleicht das ganze Universum, der Kontrolle bekannter Götter und Mächte entzogen und in die Hände unbekannter Götter und Mächte gelegt worden war. Und zu dieser Zeit geschah es, dass Nyalarthotep aus Ägypten kam. Niemand konnte sagen, wer er war, doch er entstammte einem der alten Geschlechter und sah wie ein Pharao aus. Die Verlachen knieten nieder, wenn sie ihn sahen, ohne zu wissen, warum. Er sagte, er habe sich aus der Finsternis von 27 Jahrhunderten erhoben und höre Botschaften, die nicht von diesem Planeten stammten. Nyalarthotep kam in die zivilisierten Länder, dunkelhäutig, schlank und bedrohlich, stets merkwürdige Geräte aus Glas und Metall mit sich führend, die er zu noch merkwürdigeren Apparaten zusammenfügte. Er sprach viel von den Wissenschaften, von Elektrizität und Psychologie und stellte eine Macht zur Schau, die sein Publikum sprachlos in die Flucht schlug, seinen Ruhm jedoch gewaltig anschwellen ließen. Menschen rieten einander, Nyalarthoteps Vorstellungen zu besuchen und schauderten dabei. Und wo Nyalarthotep erschien, gab es kein Rasten mehr, denn die Nachtstunden wurden von Schreien zerrissen, die von Albträumen herrührten. Nie zuvor waren Albtraumschreie solch ein öffentliches Problem gewesen. Nun wünschten die Weisen beinahe, sie könnten den nächtlichen Schlaf verbieten, damit das Geschrei der Städte den blassen, mitleidsvollen Mond weniger grausam störte, der auf den grünen Wassern schimmerte, die unter Brücken hindurchglitten, derweil alte Kirchtürme vor einem kränklichen Himmel zerfielen. Ich erinnere mich, wie Nyalarthotep in meine Stadt kam, die große, die alte, die schreckliche Stadt der unzähligen Verbrechen. Mein Freund hatte mir von ihm und der zwingenden Faszination und der Verlockung seiner Offenbarungen erzählt, und ich lechzte sehnsüchtig danach, seine größten Geheimnisse zu erkunden. Mein Freund sagte, sie seien schrecklicher und eindrucksvoller, als ich es mir in meinen wildesten Fieberträumen ausmalen könnte. Etwas, das auf eine Leinwand in einem verdunkelten Raum projiziert werde, sage Dinge voraus, die nur Nyalarthotep zu prophezeien wage, und in seinem Funkenflug werde den Menschen etwas genommen, das ihnen nie zuvor genommen worden sei, sich jedoch nur in den Augen zeige. Und es ging das Gerücht, dass jene, die Nyalarthotep kennengelernt hatten, Dinge sahen, die andere nicht sehen konnten. In der Hitze des Herbstes zog ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht, um Nyalarthotep zu sehen. Durch die stickige Nacht und endlose Stufen hinauf in ein drückend volles Zimmer. Und ich sah als Schattenspiel auf einer Leinwand verhüllte Gestalten zwischen Ruinen und gelbe, bösartige Gesichter, die hinter umgestürzten Denkmälern hervorlugten. Und ich sah die Welt gegen die Finsternis kämpfen, gegen Wellen der Zerstörung aus den fernsten Regionen des Weltraums, um die verblassende, abkühlende Sonne wirbelten, schäumten und brausten. Dann umspielten die Funken auf verblüffende Weise die Köpfe der Zuschauer, und unsere Haare sträubten sich, derweil Schatten grotesker, als ich es beschreiben kann, hervorkamen und sich auf unsere Häupter hockten. Und als ich, der nüchterner und wissenschaftlich gebildeter war als die anderen, protestierte und etwas von Täuschung und statischer Elektrizität murmelte, jagte Nyalarthotep uns alle hinaus, die schwindelerregenden Stufen hinunter auf die feuchten, heißen, verlassenen und mitternächtlichen Straßen. Ich schrie laut, dass ich mich nicht fürchtete, dass man mir niemals Angst einjagen könne, und die anderen schrien zum Trost mit mir. Wir schworen einander, die Stadt sei genau wie früher und noch immer lebendig. Und als die elektrischen Laternen zu verblassen begannen, verfluchten wir das Elektrizitätswerk immer wieder aufs Neue und lachten über unsere eigenen verdutzten Gesichter.
Ich glaube, wir spürten etwas vom grünlichen Mond herabkommen, denn als nur noch sein Licht die Stadt erhellte, bildeten wir unwillkürlich eigenwillige Formationen und schienen unsere Ziele zu kennen, obwohl wir nicht wagten, an sie zu denken. Einmal sahen wir auf das Straßenpflaster und bemerkten, dass die Pflastersteine locker und vom Gras verdrängt worden waren, während nur ein spärlicher Rest verrosteter Metallschienen davon zeugte, wo einst die Straßenbahn fuhr. Dann erblickten wir einen einzelnen Straßenbahnwagen, fensterlos, verrostet und fast auf der Seite liegend. Ringsum Ausschau haltend, konnten wir den dritten Turm am Flussufer nicht finden und stellten fest, dass der zweite Turm an der Spitze abgerissen war. Dann teilten wir uns in schmale Kolonnen, von denen jede anscheinend in eine andere Richtung gezogen wurde. Eine verschwand in einer engen Gasse zur Linken und hinterließ nichts als den Nachhall eines entsetzlichen Stöhnens. Eine andere marschierte eine von Unkraut überwucherte U-Bahn-Treppe hinunter und heulte dabei in irrem Gelächter. Meine eigene Kolonne zog es aufs offene Land, und sogleich spürte ich eine Kälte, die nicht zu dem heißen Herbst gehörte, denn als wir über das dunkle Moor schritten, erblickten wir rundum das höllische Mondlicht glitzern des grimmigen Schnees. Wegloser, unerklärlicher Schnee, der nur in eine einzige Richtung auseinandergeweht wurde, wo eine Kluft lag, die wegen ihrer glitzernden Wände noch schwärzer wirkte. Die Kolonne schien wirklich sehr dünn zu sein, als sie traumwandlerisch in die Kluft trottete. Ich fiel zurück, denn der schwarze Riss im grün beleuchteten Schnee war beängstigend, und ich meinte, den Widerhall eines beunruhigenden Klagelautes zu hören, während meine Gefährten verschwanden. Doch fehlte es mir wohl an Widerstandskraft, um zu verweilen. Als würde ich von jenen, die mir vorausgegangen waren, herangewunken, schwebte ich fast zwischen den gigantischen Schneewehen, zitternd und ängstlich hinein in den blinden Mahlstrom des Unvorstellbaren. Schreiend vor Empfindlichkeit, sprachlos fantasierend, nur die dort hausenden Götter mochten wissen, was geschah. Ein angewiderter, empfindungsfähiger Schatten wand sich in Händen, die keine Hände waren, und wirbelte blindlings an gespenstischen Mitternächten der verfaulenden Schöpfung vorbei. Vorbei an den Kadavern toter Welten mit Wunden, die einst Städte gewesen waren, wo Winde aus der Gruft die fahlen Sterne streiften und sie matt flackern lassen. Jenseits der Welten verschwommene Geister von Monstrositäten, halb sichtbare Säulen ungeweihter Tempel, die auf grässlichen Felsen unter dem Weltall ruhten und in die schwindelerregende Leere über den Sphären aus Licht und Dunkelheit aufragten. Und durch diesen widerwärtigen Friedhof des Universums der gedämpfte, irrmachtende Schlag von Trommeln und das dünne, monotone Klagen der gottlosen Flöten aus unvorstellbaren, unbeleuchteten Kammern jenseits der Zeit. Das abscheuliche Trommeln und Pfeifen, zu dem die gigantischen, schattenhaften, höchsten Götter langsame, unbeholfene und absurde Tanzschritte machten. Die blinden, stimmlosen, hirnlosen Scheusale, deren Seele Nyalarthotep ist.